Hallo ihr lieben Wagen, wir schauen in eine Botschaft für euren nächsten Monat. Was darf ich den Wagen mitgeben? Denkt immer dran, es ist eine kollektive Legung, die kann nicht auf jeden passen. Hier kann irgendetwas sein, was ein bisschen stressig ist oder mit Unruhe einhergeht. Es können ja auch Gespräche sein. Ich habe es positiver Art. Hier ist so ein positives Aufgeregtsein, eine Sache, die sich verkürzt, die leichtere Wege mitbringt. Also ein bisschen ja, erwartungsvolles Freuen. Vielleicht auch ein Anruf, der euch mitteilt, dass ihr irgendwo gut durchgekommen seid. An sich geht es hier viel um eure Lebensreise, es geht um eure Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Möglicherweise habt ihr auch darauf hingearbeitet, dass irgendetwas klappt oder gut funktioniert. Und hier ist so ein bisschen das freudige Erwarten zu sehen. Es ist etwas, in das ihr investiert habt. Möglicherweise geht es hier auch um Gegenüber. In der unterbewussten Ebene habt ihr sehr viel Schöpferkraft. Und es ist so, dass ihr Dinge, die in der Vergangenheit ein bisschen Zweifel mitgebracht haben, auf einem kurzen Wege auch super lösen könnt. Hier habt ihr mit der Sonne das Go, die gute Energie, die Kreativität, das Ja. Hier habe ich ganz stark das Gefühl, dass sich was erleichtert oder dass sich was verkürzt, was euch gestresst hat. Ihr dürft euch hier streitbar machen oder auch mal etwas durchsetzen. Ich habe so an sich eher diese Energie, wenn ihr für euch einsteht oder eingestanden habt, dann kriegt ihr hier auch die Belohnung raus. Bei anderen ist es so, dass sehr viel Kurskorrektur ist, irgendwie im Bereich Partnerschaft, geben und nehmen auch. Wir haben die Liebe, die Herzensangelegenheiten. Wenn du Single bist, hier würde man natürlich auch einen neuen Mann sehen, der deine Lebensreise kreuzt. Aber ich habe auch so ja, typische partnerschaftliche Situationen. Wenn nicht, ist es das Geben und Nehmen. Dass ihr so ein bisschen die Befürchtung habt, dass eure Herzensangelegenheiten nicht nach vorne gehen oder dass ihr zu viel investiert, das sehe ich hier überhaupt nicht. Am Ende ist es so, ihr liegt auf der letzten Position, dass das, was ihr hier vor die Füße geworfen kriegt, euch einen Neubeginn wie ein Geschenk mitbringt, hier sogar noch einen schicksalshaften Neubeginn. Und dass es darauf ankommt, was ihr aus diesem Geschenk macht. Spannend. Kann ja auch irgendwie eine Belohnung in der Partnerschaft sein. Und das finde ich jetzt sehr speziell, denn hier ist mit der Muschel die Karte des empfänglichen Teils. Hier habt ihr, dass ihr sehr viel investiert in eure Dinge. Und hier ist eben auch mal die Ausrichtung auf das Schöne und auf die Weichheit und auf das Empfangen. Für einige von euch ist hier auch etwas, wo ihr lange auf eurer Lebensreise drauf hingearbeitet habt, zum Greifen nah. Und es ist auch verbunden mit etwas, was euch zu einer schönen Perle macht. Oder wo ihr sagt, ich bin dabei, mich komplett neu zu formen.
Hier ist auch geistige Öffnung auf jeden Fall dabei. Und die Perle an sich steht für das Thema Entwicklung des Bewusstseins, Weisheit, Erkenntnisse. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es darum geht, hier etwas Schönes zu empfangen. Mit den Pilzen habt ihr hier das Wachstum, das passt wunderbar. Ihr habt hier die Blumen mit dabei im Prinzip, den Neubeginn, die gute Energie. Ich würde mal sagen, hier hat sich etwas gelohnt, was ihr längere Zeit umgesetzt habt. Und die Pilze sind so Überlebenskünstler. Ne? Bedeutet, ihr habt vielleicht auch eine Zeit euch sehr angepasst oder immer wieder etwas versucht. Und wenn hier das Wachstum einsetzt, dann kommt es ziemlich rasant und da dürft ihr gut gewappnet sein. Ne? Hier ist das Wachstum natürlich auch auf der bewussten Ebene, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist etwas, was euch am Herzen liegt, wo ihr lange dafür gearbeitet oder investiert habt. Und es kann eine partnerschaftliche Situation sein, aber auch wirklich tatsächlich einfach nur so irgendein Herzensprojekt. Da ihr am Ende der Auslegung liegt, kommt es auf euch drauf an, was ihr aus diesem Geschenk sozusagen macht. Aber ich sehe einfach für die längere Zeit, dass ihr es in der Hand habt. Aber die gute Energie, die steht euch zur Verfügung. Der ein oder andere kann vielleicht auch verreisen, einen Kurztrip machen. Die Reisekarte ist auf jeden Fall dabei. Sich erweitern. Bildung ist ein Thema hier. Bewusstseinserweiterung und Bildung passt für mich. Hier geht ihr offen und neugierig irgendwo in eine Situation. Holt euch das Wissen, das ihr braucht. Unterm Deck habt ihr die Grenzwächter. Und da habt ihr vielleicht auch das Bewusstsein dafür, wer überschreitet meine Grenzen. Einfach mal so, weil es geht. Und wo brauche ich mehr Distanz? So, begrüße einen Neuanfang. Du kannst neue Geschichte schreiben und tatsächlich haben wir unten auch noch das Thema Freundschaften, Seelengefährten, neue Menschen, die ins Leben kommen. Das kann ja sogar sehr gut sein. Es können männliche und weibliche Gegenüber sein, die sich hier treffen oder vielleicht auch zusammen ein Projekt umsetzen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Dezember. Ich drücke euch bis bald.